Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von DevTex das NLBS Zubehör. In der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen besser gesagt, haben wir euch bereits die ersten Teile des NLBS-Kit von DevTex vorgestellt. Das war im ersten Teil das Basisset bzw. das Basisset Molle und das Basisset MacPouch und im zweiten Teil das Belt-Kit Upgrade. Jetzt hier im dritten Teil geht es um das Zubehör. Wir haben hier verschiedene Sachen, die man in diesem kompletten Ökosystem verwenden kann und das wollen wir euch einmal kurz zeigen. Wir legen mal los mit dem NLBS Flappen. Die benötigt ihr, wenn ihr das NLBS Basic MacPouch System habt, das heißt die Paneele, wo bereits die Magazin-Inserts vorhanden sind. Falls ihr den ersten Teil des Videos oder der Videoreihe noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch jetzt abzuschalten und nochmal zurückzuschauen. Da wird genau erklärt, was dieses Teil hier überhaupt ist und wie es funktioniert. Ist ja ein Open-Top-Design, das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mit den Flaps das Ganze eben auch geschlossen tragen zu können. Die Verwendung ist relativ einfach. Magazine raus, dann hier einmal den Klett lösen und dann kann ich hier die Flap einsetzen. Die Tiefe der Flap kann man dann natürlich auch noch variieren, je nachdem, was für Magazine man dafür verwendet. Ich setze es jetzt mal relativ hoch rein. Aus Gründen, das zeige ich gleich warum. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, eben das Ganze so zu nutzen, dass ich hier eine komplett geschlossene Magazintasche bauen kann, ohne mit Bungees arbeiten zu müssen. Das Ganze kann aber auch so genutzt werden, dass man hier diese Flap nimmt und damit zwei Magazintaschen verbaut. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, hier an dem anderen Modul. Da wäre jetzt zum Beispiel hier eine Magazintasche von Crye Precision. Da nehme ich jetzt einfach mal die Flap und packe die innen rein. Und jetzt nehme ich das Magazin, stecke das hier vorne rein. Das ist relativ eng geschnürt, meine Magazintasche. So, und jetzt habe ich natürlich hier zwei Magazine, die offen getragen werden können. Und wenn ich jetzt hier die Flap nehme und die dazwischen baue, hätte ich jetzt hier natürlich auch die Möglichkeit, zwei Magazine mit einer Flap abzudecken. Das heißt, wenn ihr eine Magazintasche hier vorne drauf baut, denn das kann ja hier das Mac-Panel mit dem Molle vorne drauf, habe ich die Möglichkeit eben auch zwei Magazine mit einer Flap zu bedienen. Oder aber eben, ihr macht einmal Bungee und einmal eine geschlossene Magazintasche. Das ist dann ganz bei euch. Das ist das Schöne beim NLBS. Ihr habt absolute Modularität, was das Design angeht. Okay, das waren die Flaps. Dann machen wir weiter mit den Erweiterungen, die Expander Wings. Die gibt es in 2er- und 3er-Weite. Was ist das im Endeffekt für ein System? Ihr habt ja im Basisset entweder Molle oder eben hier die Mac-Panels in einer Breite von 8 Pals, also 8 x 8 Reihen Molle. Das heißt hier, wenn ihr diese Module miteinander verbindet, wie wir es euch im ersten Video gezeigt haben, hättet ihr ein ganz einfaches Chest-Rig ohne Unterteilung. Wenn ihr dieses Chest-Rig jetzt noch erweitern wollt, dann braucht ihr natürlich aus eurem Originalset hier den Verbinder, um diese beiden Teile in der Mitte zu verbinden. Das können wir jetzt ja gerade einmal machen, damit ihr das einmal gesehen habt. Das heißt, ihr nehmt hier den Baumverbinder, steckt den hier einmal durch. 1, 2, 3. Das Durchstecken funktioniert auch wirklich einfach und simpel. Dazu wird nur eine Naht benötigt, die hier das Ganze gegenhält. Und dasselbe dann nochmal auf der anderen Seite. Und damit habt ihr dann die beiden Grundmodule schon mal miteinander verbunden. Und die können dann natürlich noch erweitert werden. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt habt ihr natürlich ein Chest-Rig, was euch Platz für Magazine, vielleicht noch für ein iFac bietet, aber eben keinen weiteren Platz, um anzubauen. Und dafür sind die Expander Wings gedacht. Die gibt es einmal in der Zweierbreite und einmal in der Dreierbreite. Erstmal die Zweierbreite, die ist nämlich ganz simpel. Das ist einfach nur zweimal Pals nebeneinander, um eben nochmal eine Zweierreihe zu erweitern, das Ganze. Ihr seht es auch schon hier am hinteren Ende ist dann auch kein weiterer Ausbau mehr möglich. Das heißt, hier kommen dann schon die
Gurtbänder dran, um eben einen Chestrig draus zu bauen. Das Einfädeln funktioniert ganz genauso, das sparen wir uns jetzt hier einmal. Wie ihr das eben hier gesehen habt, einfach reinschieben und gegenziehen und damit war es das. Interessanter sind allerdings hier die Dreier-Panels, die ermöglichen euch nämlich nicht nur eine Magazintasche oder eine Utility-Tasche drauf zu bauen, die 3 Pals-Reihen breit ist, sondern hier kann natürlich auch noch im hinteren Bereich ein Funkgerät oder eben andere Gegenstände genutzt werden, wie zum Beispiel eine 0,5er oder eine 0,75er Nalgene. Was Größeres passt hier nicht. Man könnte auch eine Kurzwaffe mit Holz da reinpacken. Hier seht ihr jetzt mal, wie ein großes Funkgerät aussehen würde in diesem Einschub. Und das ist natürlich eine coole Sache, weil dann müsst ihr nicht nach hinten rausbauen, sondern baut einfach ein bisschen in die Tiefe. Und die Tasche kommt dann auch hier ungefähr zum Liegen, dass man da auch keine Probleme hat. Jetzt teasere ich euch mal noch ein neue Produkte an, die eventuell noch im Shop sind in der Probung, haben wir bereits hier. Und zwar wäre das einmal hier die gleiche Tasche oder das gleiche Modul, das Dreiermodul, nur eben mit einem längeren Fuß. Da würde dann das Funkgerät komplett verschwinden, also wenn da Bedarf dafür da ist, dann landen die sicherlich auch im Shop. Ist natürlich für den Schutz des Funkgeräts nochmal besser. Und ebenfalls kurz angeteasert hier die Utility Pouches. Die sind auch noch nicht verfügbar jetzt. Wir haben sie schon mal hier zum Testen. Sehr, sehr cool. Bieten euch auf jeden Fall genügend Platz und passen auch perfekt dann hier an diesen Randbereich. Das wäre jetzt die Möglichkeit, euer normales Basic Kit auch als reguläres Chestrig ohne Unterteilung zu tragen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dieses Chestrig noch in einer Split-Front-Variante zu tragen. Und dafür haben wir hier auch Adapter, die wir euch jetzt zeigen. Für Split-Front habt ihr 2 Varianten. Das eine wäre eine Zipper-Variante, dass ihr das Ganze mit einem Reißverschluss realisiert. Und da ist es Schöne auch, ihr könnt im Endeffekt dadurch, dass das so ein modulares System ist, den Reißverschluss nach oben oder nach unten aufgehen lassen. Das überlasst man dann euch quasi. Wir würden natürlich dazu empfehlen, das Ganze nach unten aufgehen zu lassen. Aber wie gesagt, das könnt ihr dann entscheiden. Und Variante 2 wäre hier mit einer Buckellösung. Das heißt, ihr habt Fastex-Verschlüsse und könnt dann das Ganze eben mit 2 Verschlüssen realisieren, um eben hier auch eine schnelle Lösung zu realisieren. Vor- und Nachteile der beiden Systeme. Ein Reißverschluss ist natürlich alles ein bisschen enger zusammen. Wenn man nicht so eine Plauze hat wie ich, hat man vielleicht nicht so viel Platz. Und dann möchte man das mit dem Reißverschluss enger zusammenbringen, um eben nach hinten weiter ausbauen zu können. Man hat aber dadurch halt den Nachteil, dass das Chestrig nicht arbeiten kann. Das heißt, wenn ich meine Jacke anziehe oder eben andere Ausrüstung noch an mir tragen muss und da ein bisschen in der Größe variieren möchte, wäre natürlich hier die Buckellösung die sinnvolle Variante, weil ich da natürlich hier mit dem Gurtband hier die Möglichkeit habe, das Ganze enger oder weiter zu stellen, genauso wie ich das brauche. Übrigens zur Farbe muss man ja sagen, wer den Kanal hier nicht kennt. Ich bin bekennender Ranger Green in Kombination mit Schwarz-Fan. Die Devtex-Teile kommen alle mit Tan-Hardware. Das heißt, ich habe Ranger Green und Tan, so wie sich das auch gehört. Deswegen nicht wundern, wenn hier schwarze Schnallen mit dabei sind. Das bin ich. Alles andere ist Devtex in Tan. Ja, okay, dann schauen wir uns einmal kurz beide Varianten an, wie das denn aussehen könnte, wenn ich denn hier beide Module miteinander verbinde. Und dann gucken wir uns nochmal die dritte Variante an. Was ihr hinten dran baut dann übrigens, ist dann auch egal, ja, ob ihr jetzt hier ein Splitfront macht, was nur 2 Module breit ist, oder ob ihr dann sagt, ich will jetzt noch hier zu einem weiteren Modul greifen und das nach hinten zu verlängern. Das bleibt euch dann ganz überlassen, oder auch mit dem Beltkit kann man dann Dinge tun. Aber wir wollen jetzt einfach nur mal zeigen, wie diese Adapterlösungen aussehen. Das heißt, ich werde jetzt einmal den Reißverschluss verbauen und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Hier seht ihr jetzt den großen Vorteil vom Zipper. Das heißt, ihr habt trotzdem eine ähnliche Config wie auch bei einem einteiligen Chestrig, nur eben, dass ihr hier einen Reißverschluss habt und damit natürlich das Ganze schnell trennen könnt, um zum Beispiel dann auch beim Abliegen das Chestrig zur Seite zu bringen oder was auch immer zum schnellen An- und Ausziehen, wäre das natürlich hier auch nochmal eine Variante. Einmal nochmal von der Rückseite, dass ihr sehen könnt, wie das Ganze hier aussieht, wenn das verbaut ist. Und jetzt gehen wir über und zeigen euch einmal das Schnallensystem. Für die
Doppelschnalle haben wir euch einmal hier ein komplettes Setup zusammengebaut, dass ihr auch mal sehen könnt, wie das Ganze am Mann aussieht. Das heißt hier das Splitfront Chestrig komplett bestückt mit den Doppelschnallen. Die Montage ist identisch wie auch beim Reißverschluss. Gehen wir gleich über in die nächste komplette Config. Hier seht ihr jetzt einmal das NLBS mit dem Beltkit Upgrade. Und hier könnt ihr auch sehr schön sehen, dass das Ganze mit der dritten Montagemöglichkeit ausgeführt ist, nämlich der 50 mm Buckel. Große Schnalle vorne, um das Ganze wie einen breiten Gürtel mit Hosenträgern tragen zu können. In der Nahaufnahme sieht das Ganze dann so aus. Ihr habt natürlich hier eine 50 mm Schnalle, wie schon vorhin erwähnt, kommt die in TAN. Natürlich dazu auch passend die 3 Stege, die dann dafür sorgen, das überschüssige Gurtmaterial zu organisieren. Hier haben wir jetzt die Molle-Module mal verbaut mit Spiritus-Taschen und auch Tardigate Tactical und eine Blueforce Gear IFAC. Und hier seht ihr das Ganze einmal, wie es montiert ist von innen. Das heißt, die Module sind ja identisch auch wie die Mac-Pouches, das heißt, ihr habt die 3 Slots, nur dass diese 3 Slots hier eben dann in das Gurtband übergehen, um hier dann die einzelne Schnalle zu realisieren. Das heißt, das wäre die klassische Beltkit-Variante. Ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, okay, ich will ein Beltkit haben, also sprich hinten den normalen Gürtel und dann aber vorne mit der Doppelschnalle arbeiten. Auch das wäre kein Problem. Das ist hier das Schöne an dem NLBS-System. Das heißt, ihr könnt sowohl mit der Doppelschnalle als auch mit der einzelnen Buckel hier arbeiten. Reißverschluss wird wahrscheinlich eng. Natürlich, wenn ihr jetzt hier den Gürtel so weit umlegt bis nach vorne, dann würde das auch mit dem Reißverschluss gehen. Aber das macht unserer Meinung nach absolut gar keinen Sinn. Vor allem auch, weil man dann nicht nachjustieren kann. Und das soll ja hier gerade bei der Lastenübertragung mit dem Beltkit der Fall sein. Von daher nur die ersten beiden Varianten. Jetzt haben wir noch ein letztes Update bzw. ein letztes Produkt hier, was man auch verwenden kann, und zwar nicht nur beim NLBS, sondern eben auch bei Rucksäcken, die an den Trägern über Molle verfügen, oder hier natürlich, also idealerweise ist es hier beim Beltkit untergebracht, aber kann natürlich auch in der normalen Variante genutzt werden. Und zwar ist das die Basis für die Smart Pouch von Devtex, passt natürlich jetzt auch für andere Modultaschen. Haben wir hier zum Beispiel mal eine ganz normale horizontale Molle-Tasche von Tasmanian Tiger, die wäre jetzt genau hier passend von der Größe. Das heißt 4 Pals breit und 3 in der Höhe. Dann hätte man hier dann eine Tasche, wo ich nochmal auf der Brust ein bisschen Organisation schaffen kann. Das System ist denkbar einfach gelöst. Meistens sind es ja die einfachen Dinge, aber man muss erstmal auf die Idee kommen, um das dann entsprechend auch umzusetzen. Und die wird dann hier, wenn ich den Molle habe, an meinem Gürtelsystem, an meinem Schulterträgersystem, wird das Ganze hier einmal eingeschlauft. Hat dann hier auch, wie ihr sehen könnt, beim Tegris nochmal so eine Aussparung rausgelasert. Das heißt, das Ganze hakt sich dann auch wieder, damit das nicht einfach rausrutschen kann. Das haben sie wirklich sehr schön gelöst bei Devtex hier, um eben hier ein komplettes Verrutschen zu vermeiden. Dasselbe Spiel dann nochmal auf der anderen Seite, zeigen wir euch gleich nochmal am verbundenen Trägersystem, auch mit der Tasche drauf. Und dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit, mit einem Fastex das Ganze zu lösen. Das wäre jetzt bei einem regulären Chestrig nicht unbedingt notwendig, weil ich da eh keine Möglichkeit habe, das irgendwie loszumachen. Aber gerade bei Rucksackträgern oder hier beim NLBS mit dem Beltkit Upgrade und dem Harness-System, da und natürlich auch bei einem Splitfront Chestrig macht es auf jeden Fall Sinn, dass man hier eine Möglichkeit hat, das Ganze zu lösen. Das heißt, wir bauen das jetzt einmal kurz für euch zusammen und zeigen es euch dann mal am Mann. Hier seht ihr jetzt einmal die Variante mit dem Adapter-Kit für die Smart Pouch. Das heißt, hier kann ich jederzeit das Ganze verbinden. Ist auch gleichzeitig nochmal ein schöner Brustgurt, wenn ihr einen Rucksack habt, den ihr dann weglassen könnt. Hier das Harness hat zum Beispiel ja auch nochmal einen Brustgurt, den habe ich jetzt abgebaut, weil ich keine Zweigurte haben wollte. Könnte man natürlich auch stehen lassen, aber so habt ihr hier auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze festzumachen, um hier nochmal eine Tasche auf der Brust zu tragen. Und beim Ablegen müsst ihr halt eine Schlaufe mehr lösen, um dann das Ganze eben auch schnell ablegen zu können.
Das war der dritte Teil unserer NLBS-Serie mit dem Zubehör. Auf jeden Fall sinnvoll und natürlich, wie wir schon zu Anfang der Serie gesagt haben, dieses Ökosystem ist extrem cool, weil man im Endeffekt eine Basis hat oder auch zwei Basen hat, mit denen man dann ganz variabel das Ganze gestalten kann und nicht hin und her switchen muss zwischen Mikro oder Makro oder ganz groß oder Splitfront oder Reißverschluss, was auch immer. Ihr könnt hier alles realisieren mit einem Kit. Finden wir sehr cool durchdacht und wir freuen uns schon sehr auf die weiteren Taschen und Module, die von Devtex kommen werden. Wir werden es dann hier auch berichten. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen auf deren Webseite. Der Link ist unten eingeblendet. Für alle, für die diese Montagegeschichte hier gerade jetzt auch ein bisschen zu undurchsichtig war oder zu wenig zu sehen war, Devtex wird demnächst auch auf dem eigenen YouTube-Kanal nochmal eine Montageanleitung als Video bereitstellen, falls ihr das Set kauft und nicht weiter wisst und euch dieses Video hier nicht hilft. Von daher habt ihr auch dort dann die Hilfe gefunden und den Link zu diesem Video gibt es dann auf dem Produkt mit QR-Code zum direkten Zugriff. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.